Wenn du nach der Getreideernte tiefenlockerst, also mit einem Tiefenlockerer den Boden bearbeitest, dann kann das zu massiven Problemen führen. Das kann dazu führen, dass du mehr Verdichtungen verursachst, als du vorher schon gehabt hast. Das kann dazu führen, dass du in tiefen Schichten Stickstoff mineralisierst, dort, wo du ihn eigentlich nicht brauchst, und der einzige, die das will, ist die Ackerkratzdistel. Oder es kann auch dazu führen, dass diese Lockerung zwar passiert, aber nur kurzfristig und in wenigen Monaten die Situation wieder genau wie vorher ist. Deshalb zeige ich dir in diesem Video 3 Tipps für Tiefenlockern nach der Getreideernte. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Kutscher, ich freue mich, dass du dabei bist. Also, Tiefenlockern nach der Getreideernte, das bietet sich eigentlich an, gleich in den Stoppeln mit dem Tiefenlockerer Schadverdichtungen einfach zu beheben, von denen man weiß, dass es sie gibt. Und da ist durchaus der richtige Zeitpunkt, die Stoppelbearbeitung oder eben nach der Getreideernte. Aber es ist, wie gesagt, nicht so einfach. Es kann einiges schiefgehen. Tipp Nummer 1, und das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit für jede Bodenbearbeitung, trocken arbeiten. Warum ist es beim Tiefenlockern nochmal besonders hervorzuheben? Weil im Sommer es sein kann, dass die ersten 5 bis 10 cm trocken sind, trocken ausschauen, darunter aber noch nasse Schichten sind. Und wenn du dann tiefenlockerst, dann führt das natürlich dazu, dass du keine Verdichtungen hebst, weil mit dem Tiefenlockerer will man ja aufheben, Verdichtungen brechen. Wenn es aber nass ist, dann schmierst du nur, dann machst du mit dem Tiefenlockerer eine Schmierschicht, senkrecht wie horizontal, und das ist natürlich eine Katastrophe. Das heißt, Tipp Nummer 1, trocken arbeiten, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber nochmal mit dem Spaten tiefer graben und schauen, ob es wirklich trocken ist, weil im Sommer eben das oft täuscht. Tipp Nummer 2, rückverfestigen. Auch das eigentlich logisch, aber warum ist das beim Tiefenlockerer so verdammt wichtig? Wie gesagt, der Idealfall ist mit dem Schar aufbrechen, leicht heben und dann wieder das Ganze rückverfestigen. Weil wenn wir das nicht machen, dann führt es dazu, dass Luft, das Sauerstoff in tiefe Schichten kommt, wo eigentlich nicht viel Sauerstoff ist. Normalerweise haben wir, wenn wir jetzt auf 25 cm oder tiefer mit dem Tiefenlockerer öffnen, dann ist da unten natürlich nicht viel Sauerstoff. Der Sauerstoffgehalt sinkt, je tiefer wir in den Boden hineinkommen. Wenn da jetzt unten aber Luft hineinkommt, Temperatur auch dadurch steigt, dann führt das zu einem starken Mineralisierungsschub. Das heißt, Humus wird eigentlich abgebaut. Humus, der nicht so schnell da unten abgebaut werden würde, und es wird Stickstoff mineralisiert, aber in Schichten, wo wir ihn durchaus gar nicht haben wollen oder sonst nicht so stark hätten. Und das, wie ich schon im Intro gesagt habe, das mag zum Beispiel die Ackerkratzdistel sehr gern aus tiefen Schichten Stickstoff holen. Das heißt, Distelflecken 1-2 Jahre nach dem Tiefenlockern können davon kommen, wenn eben nicht gut rückverfestigt wurde oder eben wenn es nass ist und Schmierschichten sind und dieser mineralisierte Stickstoff dann auch dort stehen bleibt. Grundsätzlich gilt, je tiefer man mit dem Tiefenlockerer arbeiten möchte, desto schmaler das Schar, damit man eben so wenig wie möglich Luft nach unten bringt. Und mit der Walze sofort wieder rückverfestigt. Man sagt auch, man soll langsam fahren, dass der Boden leicht gehoben wird und gleich wieder danach abgesenkt wird und rückverfestigt wird und so wenig wie möglich Luft da reinkommt. Wenn wir nämlich das auch nicht rückverfestigen und diese Schlitze offen bleiben, wenn das locker bleibt, dann kann es auch dazu führen, dass es zu einer sogenannten inneren Erosion kommt. Das heißt, feine Teilchen an der Oberfläche beim Starkregenereignis fließen mit dem Wasser in diese Schichten hinein und sorgen da unten für eine Verschlemmung. Das heißt, diese feinen Tonteilchen, die im Wasser gelöst sind von der Oberfläche, dringen nach innen, sorgen dann unten für ein Verschlemmen und machen erst recht wieder Schichten zu, die wir eigentlich mit dem Tiefenlockerer aufgebrochen haben, und haben das Problem dann später wieder. Also rückverfestigen und langsam fahren. Tipp Nummer 3 ist, sofort einen lebenden Bewuchs nach dem Tiefenlockerer zu machen. Warum? Man muss sich immer vor Augen führen, der mineralische Teil des Bodens, also die Tonteilchen, Sandteilchen, die können selbst ja keine Struktur bauen. Das heißt, wenn wir das aufbrechen und wir nichts tun, dann passiert nichts anderes, als dass sich das nach einer gewissen Zeit einfach wieder fest zusammensetzt und in die gleiche Position zurückkommt, sich ganz einfach wieder setzt. Das heißt, der einzige Weg, wie wir diese Sprengung mit dem Tiefenlockerer langfristig stabil halten können, ist, wenn wir sofort nach dem Tiefenlockern mit einer Zwischenfrucht oder mit einer Kultur diese aufgesprengten neuen Wege für Wurzeln mit Wurzeln nutzen. Wurzeln sorgen für eine Struktur, für eine Bewährung im Boden und sorgen dafür, dass diese Verdichtungen, die wir aufgehoben haben, die wir gesprengt haben, auch langfristig stabil bleiben und wir Poren aufbauen, die langfristig dafür sorgen, dass es zu einem Wasser- und Luftaustausch in der Erde kommt. Also, das waren die 3 Tipps
fürs Bodenlockern nach der Getreideernte. Und wenn du noch die richtige Zwischenfrucht suchst nach dem Tiefenlockern, dann bist du bei uns auch richtig. Schau auf unsere Website www.farmtofarm.eu. Ich freue mich. Bis bald. Wenn dich das Thema interessiert, wenn sich Ackerbau, der nachhaltig und profitabel ist, interessiert, wenn das dein Thema ist, dann abonniere doch gerne unseren Kanal.